Rennstrecke schon seit Jahren diesen Kurs von Jarama simuliert. Man hat Schaumstoff so gelegt, dass die Fahrer die Kurven von Madrid-Jarama genau nachfahren können. Jacques Laffite führt das Feld jetzt in die Aufwärmrunde. Erste Kurve nach dem Nuvolari-Kurve, dritter Gang, 130 Kilometer pro Stunde. Dann die Fangio-Kurve. Die Autos bereits ausgangs der Farina Haarnadel, die im ersten Gang mit 70 Kilometer pro Stunde genommen wird. Dann dritter Gang, die Pegaso Rampe. Hier hat es vor 5 Jahren einen schweren Unfall gegeben. Dennis Halm, der neuseeländische Ex-Weltmeister, hat damals einen Streckenposten niedergefahren. Ascari-Kurve, dritter Gang, 150 km/h. Portago-Kurve, zweiter Gang, 100 km/h. Hier ist Niki Lauda vor 3 Jahren, glaube ich, bei Testfahrten mit einem neuen Ferrari ausgerutscht. Die Bugatti S-Kurven. Patrick Depailler vor Jacques Laffite. Das ist nicht ganz korrekt, denn Laffite war der Trainingsschnellste. Er müsste also das Feld in dieser Runde eigentlich anführen. Die Spitze jetzt in der ersten der beiden Monza-Doppelkurven, zweiter Gang 90 Kilometer pro Stunde, dann dritter Gang, vierter Gang und die Zielkurve wird im vierten Gang mit etwa 160 km/h gefahren. Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden ungefähr 270 Kilometer pro Stunde. Die beiden Ligiers jetzt aus der Zielkurve herauskommend und zur Startposition fahren. Erste Reihe Depailler und Laffite, zweite Reihe Andretti, Villeneuve, dritte Reihe Scheckter und Lauda. Um Scheckter hat es übrigens im Training noch große Schwierigkeiten gegeben, einige Probleme. Die technischen Kommissäre haben herausgefunden, dass der Heckflügel des Ferrari um 1,5 Zentimeter zu hoch ist. Darauf wurden Scheckter die Trainingszeiten aus 30 Trainingsminuten gestrichen. Auf die Startaufstellung hatte dies allerdings keinen Einfluss. Vorne die beiden Ligiers, im Bild Patrick Depailler, der zweitschnellste im Training. Und neben ihm mit der Nummer 26 Jacques Laffite. Start zum Grand Prix von Spanien, WM-Lauf Nummer 5. Die Ligiers haben ihre hervorragenden Trainingsleistungen zunächst einmal unterstrichen und die ersten beiden Positionen halten können. Dritter ist Villeneuve. Fünfter ist Scheckter und siebenter ist Lauda. In Führung ist Patrick Depailler. Damit führt Depailler zum ersten Mal wieder seit dem argentinischen Grand Prix in Buenos Aires, wo er nach 15 Runden die Führung an seinen Teamkollegen Jacques Laffite abgeben musste. Die erste der 75 Runden wird bald vorübergehen. Gesamtfahrzeit heute in Madrid-Jarama ungefähr 1 Stunde und 37 Minuten. Erste Runde, die Spitzengruppe im Windschatten. Depailler, Laffite. Dritter Villeneuve, vierter ist Reutemann, fünfter Scheckter, sechster Andretti, siebenter Lauda, achter Pironi. Neunter Piquet, zehnter Jabouille, elfter Jarier, 12. Arnoux,
Das war das erste Dutzend nach der ersten Runde. Hervorragend gestartet ist Carlos Reutemann. 8. Startplatz und jetzt schon an 4. Position. Niki Lauda hat gegenüber der Startaufstellung einen Platz verloren, ist wie gesagt nach der ersten Runde 7. Ende der zweiten Runde, die beiden Ligiers kommen etwas weg. Immer noch Depailler vor Laffite. 3. jetzt Reutemann, 4. Villeneuve, 5. Scheckter, 6. Andretti, 7. Lauda, 8. Pironi, 9. Jabouille und 10. Piquet. 10. Jarier und der erste Williams, gefahren von Elton Jones. Am Ende des Feldes Fittipaldi und der Wolf von James Hunt mit der Startnummer 20. Auffahrt zur Ascari-Kurve. 3. Gang, 150 km/h. Wir sind natürlich noch nicht in der 5. Runde, sondern erst Ende der 3. Erster Depailler, 2. Laffite, dann Reutemann, Villeneuve, Scheckter, Andretti, Lauda, Pironi, Jabouille, Piquet, Jarier, Arnoux, Regazzoni, Patrese, Maas, Jones, Watson, Tambay, De Angelis, Lammers, Stuck, Hunt, Fittipaldi. Piquet ist in dieser Runde um einen Platz zurückgefallen, ist jetzt 10. Jabouille mit dem neuen Renault Turbo ist 9. Lauda unverändert 7. hinter Andretti und vor Pironi. Der Vorsprung der beiden französischen Ligiers wird immer größer. Ende der 4. Runde. Depailler vor Laffite. 3. Reutemann, 4. Scheckter und 5. Andretti. Villeneuve ist zurückgefallen. Im Bild der führende Patrick Depailler stand bei Ligier bis jetzt eindeutig im Schatten von Jacques Laffite. Laffite, der die beiden ersten Rennen in Südamerika gewonnen hat. Depailler war zuerst 4. in Buenos Aires, dann 2. in Interlagos. In Kyalami, Südafrika, hatten beide Ligier-Fahrer Unfälle. Depailler ist im Regen rausgerutscht, hatte einen Totalschaden und Laffite stürzte wegen eines Reifenschadens. In Long Beach ging es etwas besser. Depailler wurde, obwohl er ohne Bremsen fahren musste, weil er einen Defekt hatte, 5. nach sehr langem und hartem Kampf. Laffite musste nach Defekt in der Aufwärmrunde umsteigen und hatte dann einen Bremsdefekt. Unverändert Depailler vor Laffite. Dann Andretti 3. Reutemann 3. Scheckter 4. Andretti 5. und Lauda 6. Piquet ist jetzt wieder 7. Jarier 8.
Chapuis 9., Pierron-Nice 10. Gilles Villeneuve weiter zurückgefallen. In der vorigen Runde noch 9. und jetzt nicht mehr unter den ersten 10. Damit wird es nicht lange dauern und man wird den Ligier-Piloten aus der Box signalisieren, Villeneuve in Schwierigkeiten. Eine zusätzliche Stimulanz natürlich für Jacques Laffite, der ja nur 2 Punkte hinter Villeneuve in der Weltmeisterschaft zurückliegt. Depailler in der Punktewertung momentan 5. Der Vorsprung der beiden Franzosen wird größer. 6 Sekunden auf Reutemann und Scheckter, 8 auf Andretti, 9 auf Lauda. Derzeit fahren Depailler und Laffite gegenüber der Konkurrenz pro Runde 1 Sekunde Vorsprung heraus. Würde bei 75 Runden, wenn sie so weitermachen und sich der Rennverlauf nicht ändern sollte, einen Vorsprung von über 1 Minute ausmachen. Und das ist ein Guthaben, das sogar für einen Reifenwechsel reichen würde. Die Reifen sind heute in Madrid-Jarama natürlich das große Fragezeichen. Niki Lauda zum Beispiel startet mit der weichsten Bereifung, die überhaupt nur möglich ist. Er hat gesagt, weiche Reifen rundherum und hoffen, dass man durchkommt. Es hat sich nämlich heute im Vormittagstraining herausgestellt, dass der Brabham Alpha BT48 mit harten Reifen nicht gut auf der Straße liegt. Ende der 7. Runde. Reutemann und Scheckter sind 3. und 4. Andretti 5., Lauda 6. Die Kamera wieder bei der Spitze. Und jetzt bei den Verfolgern. Vorne Reutemann auf Lotus, dahinter Scheckter auf Ferrari. Erster Boxenstopp Alan Jones mit dem neuen Williams, der Sieger von Zeltweg 1977. Sein Teamkollege Clay Regazzoni, gleichfalls zum ersten Mal mit dem neuen Flügel Williams, ist noch im Rennen. Regazzonis Position hervorragend, 11. Platz. Unmittelbar hinter Regazzoni liegt Gilles Villeneuve. Achte Runde und 7 Sekunden Vorsprung für die beiden Ligiers auf Reutemann und Scheckter. Und jetzt haben sie Andretti und Lauda. Carlos Reutemann mit dem Lotus 79 bis jetzt schneller als Andretti mit dem Lotus 80. Im Training war es umgekehrt. 6,59 Sekunden zwischen Laffite, dem 2. und Reutemann, dem 3. Immer noch Patrick Depailler vor Jacques Laffite. Im französischen Stall gibt es keinerlei Teamtaktik, keinerlei Teambefehl. Laffite und Depailler können also die Siege zumindest einmal bis zum Sommer auf der Straße ausfechten.
und sind nicht durch irgendwelche Teamorder gebunden. Reutemann und Scheckter, Zweiter, Dritter und Vierter. Und jetzt Andretti und Niki Lauda, Fünfter und Sechster. Nelson Piquet ist Siebenter vor Jarier auf Tyrrell. Neunter ist Pironi mit dem zweiten Tyrrell. Und an der 10. Stelle liegt jetzt Clay Regazzoni. 11. Arnoux, 12. Villeneuve, 13. Patrese, 14. Maas, 15. Watson, 16. Tambay, 17. Stuck, 18. Fittipaldi, 19. Rebacke, 20. Hunt, 21. Lammers. Der 10. Runde. Im Bild Reutemann und Scheckter. Jetzt wieder die beiden französischen Ligiers, JS11. Das Auto, das auf Anhieb sich als Siegerauto erwiesen hat. Lafitte hat gleich den ersten Einsatz mit diesem neuen Wagen gewonnen, aber das gleiche gilt ja für den neuen Ferrari 312 T4 in Kialami, Südafrika. Auf Anhieb ein Doppelsieg, Villeneuve vor Scheckter. Ein Doppelsieg eines nagelneuen Rennwagens gleich bei seinem Premierenrennen, das hat es im Grand Prix Sport zuletzt vor 25 Jahren gegeben. 1954 in Reims, Grand Prix von Frankreich. Comeback der Mercedes Silberpfeile, erster Juan Manuel Fangio und zweiter der Deutsche Karl Klink. Das war die große Sensation seiner Zeit. Elfte Runde, Depailler Lafitte. Reutemann und Scheckter. Und das dritte Paar bilden dann Mario Andretti und Niki Lauda. Das vierte Nelson Piquet und Jean-Pierre Jarier, dann alleinfahrend Pironi 9. und Regazzoni 10. 11. Arnoux, 12. Villeneuve, 13. Maas, der Patrese überholt hat, 15. ist Watson, 16. Tambay, 17. nach seinem Boxenstopp Alan Jones. Auf der Strecke, denn tatsächlich glaube ich, müsste Alan Jones eine Runde zurückliegen. Zwischen Lafitte und Reutemann jetzt 9,5 Sekunden. Die Ligier-Fahrer halten momentan ihren Fahrplan genau ein, pro Runde 1 Sekunde Vorsprung. Die erste Überrundung, und zwar Jean-Pierre Jabouille mit dem Renault Turbo. Ja, Depailler und Lafitte haben Jabouille bereits überrundet. Sie wissen sicher, dass Lafitte vor einigen Jahren der Rennmechaniker von Jabouille gewesen ist. Später wurde er selbst Rennfahrer, wurde Formel 2 Europameister 1975 und ein Jahr später hat Jean-Pierre Jabouille das gleiche Kunststück nachgeholt. 10,6 Sekunden zwischen Lafitte, dem zweiten, und Reutemann, dem dritten.
Jabouille kann mit dem neuen Renault Turbowagen das Tempo der Ligier-Piloten nicht halten. Hat innerhalb dieser einen Runde bereits 200 bis 300 Meter Boden verloren. 13. Runde. Depailler und Laffite. Dann der überrundete Jabouille. Und dann Reutemann mit Jody Scheckter im Windschatten. Leichtes Übersteuern bei den beiden Ligiers. Merkt man daran, wenn das Heck im Kurvenausgang leicht ausbricht, wie es vorhin bei Laffite zu sehen war. Jetzt 11,6 Sekunden. Reutemann und Scheckter. Ende der 14. Runde. Bremspunkt 100 Meter, Geschwindigkeit 130. Dritter Gang in der Nuvolari-Kurve, dann die Fangio-Kurve. Die Le Mans Doppelkurve jetzt heraus aus der Farina-Kurve, eine Haarnadel, erster Gang, 70 Kilometer pro Stunde. Beim Herausbeschleunigen aus langsamen Kurven werden die Antriebswellen besonders beansprucht. Das war auch der Grund für die vielen gerissenen Halbachsen zuletzt in Long Beach. Zur Monza-Kurve, eine Doppelkurve, zweiter Gang, 90 km/h. Überholmanöver sind sehr schwierig in Jarama. Der beste Platz zum Überholen ist eigentlich am Ende der langen Start-Zielgeraden, wenn man den Gegner ausbremst. Hier sehen Sie bereits die vielen Reifenspuren. Reutemann und Scheckter werden jetzt etwas langsamer, dadurch kommen Andretti und Lauda immer näher. Wenn es so weitergeht, dann gibt es in 4 bis 5 Runden bereits einen Vierkampf um den dritten Platz. Die fahrenden Punkterängen, also momentan Depailler, Laffite, Reutemann, Scheckter, Andretti und Lauda. Depailler führt jetzt schon 15 Runden lang. Auch in Buenos Aires waren es 15 Runden, allerdings weitaus längere Runden als heute auf dem kurzen Kurs in Madrid. Jarama, zu dem manche Fahrer sagen, eine echte Mickey Maus, eine Go-Kart-Strecke. Depailler jetzt allein vorne, wo ist Jacques Laffite? Nelson Piquets Brabham Alpha von der Strecke gekommen. Neue Situation jetzt im Grand Prix von Spanien. Zweiter Reutemann, dritter Scheckter, vierter Andretti, fünfter Lauda. Der Franzose Jacques Laffite in der 16. Runde nicht mehr an Start und Ziel vorbeigekommen. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, ob Laffite irgendwo draußen auf der Strecke stehen bleiben hat müssen. Das spanische Fernsehen überträgt nur mit 4 Kameras.
und kann dadurch nicht den ganzen Kurs einfangen. An den Boxen jetzt John Watson. Ja, Lafitte ist jetzt aus dem Rückspiegel Depayets verschwunden. Sein Vorsprung auf Reutemann ungefähr 13 Sekunden. Depayet hat fast die ganze Start-Zielgerade jetzt Vorsprung, das heißt 1,5 Kilometer. Vor Andretti jetzt der überrundete Jabouille. Das ist Depayet. Meine Befürchtung hat sich bestätigt. Über Funk wurde jetzt gemeldet, dass Jacques Lafitte sich gedreht hat, von der Strecke abgekommen ist und damit ist das Rennen für den Franzosen, der heuer schon 2 Grand Prix-Rennen gewonnen hat, beendet. Da sein großer Weltmeisterschaftsgegner Gilles Villeneuve momentan nur an der 9. Stelle liegt, könnte es also heute einen Umschwung in der Weltmeisterschaft geben. Vielleicht kommt ein dritter Pilot heute an die Spitze. Möglicherweise Patrick Depayet, wenn er gewinnt. Runde also Nelson Piquet auf Brabham ausgeschieden, er lag an 7. Stelle. 16. Runde Jacques Lafitte ausgeschieden an 2. Stelle. 18. Runde und der Stand des Rennens auf den ersten 10 Plätzen. 1. Depayet, 2. Reutemann, 3. Scheckter, 4. Andretti, 5. Lauda, 6. Jarier, 7. Pironi, 8. Regazzoni, 9. Villeneuve und 10. Arnoux. 11. ist dann Jochen Maas, 12. Patrese, 13. Tambay, bester McLaren-Fahrer nach dem Boxenhalt von John Watson. 14. Fittipaldi, 15. Hunt auf Wolf wie schon im Training. 16. Revacke, 17. Stuck, 18. Lammers, 19. De Angelis, 20. der überrundete Jabouille und 21. der an den Boxen gewesene Watson. 22. ist Alan Jones, der Reifen gewechselt hat. 22 von 24 Fahrern noch im Rennen. Ausgeschieden, wie gesagt, Lafitte und Piquet. Vorsprung Depayet auf Reutemann 15,63 Sekunden. Wir sind in der 19. Runde. Reutemann vor Scheckter. Wieder der führende Patrick Depayet. Längst hat die Serie der Überrundungen eingesetzt. Als nächsten wird Depayet den Italiener De Angelis auf Shadow überrunden. Sehr starker Wind heute in Madrid-Carama.
Temperaturen um ungefähr 10 Grad. Das könnte die Erwartung von Niki Lauda, dass die Reifen vielleicht durchhalten, weil es nicht so heiß ist, bestätigen. Lauda erhält momentan Minussignale auf Andretti und Plussignale auf Jarier. Reutemann und Scheckter, der Kampf um Platz 2. Scheckter ist jetzt etwas zurückgefallen. Möglicherweise taucht bei Ferrari ein Reifenproblem auf. Scheckter hatte bisher bei der Reifenwahl nicht immer die glückliche Hand von Gilles Villeneuve, der ein Jahr mehr Erfahrung mit den französischen Pneus hat. Niki Lauda greift Andretti an, aber leider hat die Kamera jetzt weggeschwenkt. Jean-Pierre Jabouille mit dem Renault Turbo in der Box. Lag anfangs an 8. Stelle, ist dann immer weiter zurückgefallen. Sein Teamkollege Arnoux fährt noch und ist 10. Das ist das Duell Andretti-Lauda. Zum ersten Mal sieht Niki Lauda den Lotus 80 in einem Rennen vor sich. Das ermöglicht auch uns den direkten Vergleich, wenn wir beide Autos ins Bild bekommen. Vielleicht erinnern Sie sich, welcher Geschrei losgegangen ist von Seiten von Lotus, als Chapman und Andretti geklagt oder geschimpft haben. Brabham hat den Lotus 80 einfach kopiert und nachgebaut. Eine interessante Feststellung, weil der Brabham um 3 Monate früher heraus war als der Lotus. Über eine Viertelminute, 15,11 Sekunden zwischen Depailler und Reutemann. Die Ideallinie freigemacht hat jetzt De Angelis auf Shadow, damit Depailler gefahrlos überrunden kann. In dieser Kurve hat es 1970 eine fürchterliche Kollision gegeben zwischen Jacques X und Jackie Oliver. X wurde damals aus einem brennenden Ferrari gerettet. Depailler und der überrundete De Angelis. Und wieder der Kampf Andretti gegen Lauda. Ja, leider nur 4 Kameras heute in Madrid-Jarama. Man kann nur hoffen, dass der Plan von Bernie Ecclestone bald aufgeht, sein Wunsch in Erfüllung geht, Kameras in die Rennautos einzubauen, obwohl ich glaube, dass das technisch sehr, sehr schwierig sein wird. 14,5 Sekunden zwischen Depailler und Reutemann. Andrettis Rückstand 5 Sekunden auf Reutemann und Scheckter. Scheckter jetzt knapp an Reutemann herangekommen. Reutemann ist mit dem alten Lotus, dem Modell 79, durchaus glücklich. Er sagt, es genügt mir vollkommen, wenn ich den Lotus 80
erst zum ersten Mal in Anderstorp in Schweden fahren muss. Und das ist immerhin erst Ende Juni. Andretti und Lauda und wieder der führende Depailler. Ist Ferrari noch den ersten Sieg schuldig. Er war zuletzt zweimal Zweiter, jedes Mal hinter seinem jungen Teamkollegen Villeneuve. Aus den Boxen gekommen der Renault Turbo von Jabouille. Reutemann und Scheckter. Und wieder Andretti und Lauda. Beide Autos, sowohl der Lotus 80 als auch der BT48, waren ja ursprünglich ohne Heckflügel konstruiert worden. Das war eine von vielen Ähnlichkeiten beim Bau der Wagen von Colin Chapman und Gordon Murray. Später hat Brabham den Heckflügel nachmontieren müssen und Colin Chapman hat Mario Andretti hier in Jarama am Heck des Autos sogar mit einem Doppeldeckerflügel ausgerüstet. Runde, das erste Drittel der Distanz ist vorbei. Depailler drosselt jetzt etwas das Tempo. Das heißt, dass Reutemann pro Runde um etwa eine halbe Sekunde näher kommt und das gleiche gilt auch für Andretti. Zum zweiten Mal in der Box jetzt Jean-Pierre Jabouille mit dem Renault. Und in der Box auch James Hunt mit dem Wolf. 2 Boxenstopps in dieser 26. Runde. Jabouille zum zweiten Mal und James Hunt zum ersten Mal, der Ex-Weltmeister, lag an 15. Stelle. Jabouille war 22. und letzter.
Carlos Reutemann, der heuer bei Lotus eingekauft wurde und zwar mit ungefähr 6 Millionen Schilling vom gleichen Sponsor, der vor einem Jahr auch Ronnie Peterson bei Lotus untergebracht hat, einem schwerreichen italienischen Industriellen. Dieser Carlos Reutemann hatte für Lotus heuer schon saubere Platzfahrten, aber noch keinen Sieg. Zweiter in Buenos Aires, dritter in Interlagos, jedes Mal als bester Nicht-Ligier-Pilot und fünfter in Kyalami. Zuletzt in Long Beach ist eine Halbachse gerissen. Aber da war Reutemann, der ja am Ende des Feldes gestartet ist, ohnehin chancenlos in die Punkteränge zu kommen. Fünfter WM-Lauf heute, 4 Ergebnisse hat noch keiner. Das heißt, die neue Regel mit den Streichresultaten gilt frühestens beim nächsten WM-Lauf in 2 Wochen in Zolder in Belgien. Schwierigkeiten für Carlos Reutemann. Ich glaube, die Bremsen des Lotus 79 haben jetzt blockiert. Sie haben es gesehen an der Rauchwolke. Und in solchen Fällen passiert es oft, dass sich der Fahrer ein Stück von dem Gummi wegbremst. Das heißt, der Reifen ist dann nicht mehr rund, sondern hat irgendwo ein Eck drin, eine gerade Stelle. Die Folge sind dann meistens sehr starke Vibrationen, die sich über die Lenkung übertragen. Durch diese Probleme von Reutemann ist der Vorsprung von Depailler natürlich wieder angewachsen und zwar gleich um eine halbe Sekunde auf 15,40. Wird von Depailler überrundet, an Lammers ist der führende Franzose schon vorbei. Das heißt nur noch 15 Fahrer in der gleichen Runde. Niki Lauda hat in den letzten Runden etwas den Kontakt zu Mario Andretti verloren. Jarier ist unverändert Sechster und Regazzoni hat in der 25. Runde Pironi überholt. Regazzoni 7., Pironi 8., Villeneuve 9. und Arnoux 10. Die nächsten sind dann Maas, Patrese, Fittipaldi, Tambe und Rebacke und dann mit einer Runde Rückstand 16. Stuck, 17. Lammers, 18. De Angelis und 19. Alan Jones. Der Vorsprung Depaillers ist um 36 Hundertstel angewachsen. Andretti ist freilich um 65 Hundertstel näher an Scheckter herangekommen. Die schnellsten Runden fahren momentan der führende Depailler und der an 4. Stelle liegende Weltmeister Andretti. In der Box jetzt der Deutsche Hans-Joachim Stuck mit dem ATS.
negative Serie von Stuck dürfte weitergehen. Er hat schon 10 Grand Prix hintereinander nicht beenden können. Weder voriges Jahr auf Shadow noch heuer mit dem deutschen ATS. Stuck war zuletzt in Brands Hatch im englischen Grand Prix. Das war im vergangenen Juli im Ziel, damals sogar in den Punkten. Er war Fünfter. Vorsprung von Depailler, weitere 300 und Andretti ist wieder um 21 Hundertstel näher gekommen. Claire Gazzoni hat seinen 7. Platz verloren, er ist derzeit in der Box. Damit rückt Pironi auf den 7. Platz, Villeneuve auf den 8., Arnoux auf den 9. und Maas auf den 10. Wieder Reutemann und Scheckter. Dahinter Andretti und aus der Zielkurve gekommen jetzt auch Lauda. Der deutsche Stuck nach seinem Boxenstopp wieder im Rennen. Und Reutemann hält sich weiter, scheinbar ohne Schwierigkeiten, oder zumindest ohne große Schwierigkeiten, vor Jody Scheckter. Depailler überrundet als nächsten Hector Rebacke. Wieder Reutemann und Scheckter. Rebacke und in seinem Windschatten Depailler. Depailler außen, Rebacke innen und Depailler ist vorbei. Jetzt wieder Reutemann und Scheckter und Sie sehen, dass Andretti, gefolgt von Niki Lauda, immer näher kommt. Nur 5 Sekunden zwischen dem zweitplatzierten Reutemann und dem an 5. Stelle liegenden Lauda. Vorne Depailler mit einem Vorsprung von knapp 16 Sekunden. Und dann innerhalb von 4 bis 5 Sekunden Reutemann, Scheckter, Andretti und Lauda, knapp gefolgt von dem Franzosen Jarier. Schnellste Runde 1:18:38, Jacques Laffite vor seinem Ausfall. Laffite hat hier schon vor 2 Jahren den Rundenrekord aufgestellt, 1977, damals als Andretti zum ersten Mal in Jarama gewonnen hat. Laffite fuhr damals noch den französischen Ligier Matra. Heuer hat man ja auf Cosworth Triebwerke umgewechselt. Immer wieder der Blick in den Rückspiegel, haben Sie ganz deutliches sehen können.
Fittipaldi ist der Nächste, der von Depailler überrundet wird. Der Ex-Weltmeister liegt an der 12. Stelle. Reutemann, Scheckter, Andretti, Lauda und Charrier. Das wird der Kampf um die Plätze 2, 3, 4, 5 und 6. Es könnte noch spannend werden heute in Madrid-Jarama, auch wenn Depaillers Vorsprung im Augenblick fast 16, jetzt schon mehr wieder, 16,74 Sekunden beträgt. Obwohl Depailler 2 Autos überrunden musste, ist sein Vorsprung um 1 Sekunde angewachsen, von 15,79 auf 16,74. Die 4 Wagen dahinter schieben sich allerdings immer näher zusammen. Depailler innen, Fittipaldi außen und Depailler vorbei. Kurz im Bild hatten wir John Watson. Reutemann, Scheckter, Andretti. Niki Lauda hat momentan etwas Mühe, den Windschatten von Andretti zu halten. Dieser Windschatten wirkt auf der Geraden ungefähr bis 200 Meter. Man kann im Windschatten des Vordermanns den Motor schonen, kann Benzin sparen. Weil immer wieder viele Anfragen der Formel-1-Fans kommen, wie viel Benzin brauchen Formel-1-Rennwagen auf ungefähr 300 Kilometer, also eine Grand Prix-Distanz. 150 bis 160 Liter die englischen Ford Cosworth-Triebwerke, die 12-Zylinder wie Ferrari oder Alfa in etwa 180 bis 190 Liter. Das macht 60 Liter auf 100 Kilometer. Bei Lotus wird immer ganz knapp kalkuliert. Colin Chapman hat zum Beispiel gestern Mario Andretti beim Trainingsfinale mit so wenig Benzin hinausgeschickt, dass Andretti 10 Minuten vor Trainingsschluss ohne Treibstoff liegen geblieben ist. Das war zu der Zeit, als Depailler und Lafitte die schnellsten Trainingszeiten gefahren sind. Niki Lauda, haben Sie gesehen, hat schon wieder etwas Boden gegenüber Andretti verloren. Möglicherweise doch ein Problem mit den Reifen. Vielleicht hat Lauda jetzt etwas zurückgeschaltet, um das Ziel sicher innerhalb der Punkteränge zu erreichen. Knapp 2 Sekunden jetzt zwischen dem zweitplatzierten Reutemann und dem viertplatzierten Andretti. Dazwischen Scheckter, dahinter Lauda, Charrier. Depailler, dahinter die überrundeten Fittipaldi und Rebacke liegen an 12. und 13. Stelle. Vor Reutemann jetzt Tambay und Lammers. Reutemann versucht beide auf einmal zu überholen. Das ist nicht gelungen. Zwar ist Reutemann an Lammers vorbeigekommen, aber nicht an Tambay. Tambay, der Mann, der in Long Beach am Start die Massenkollision heraufbeschworen hat, ist nicht mehr mit Lammers kollidiert, sondern dann auch mit Niki Lauda. Es sind diese 3 Fahrer wieder ziemlich knapp beisammen. Und an Tambay vorbei, wenn er nicht den Anschluss an Andretti verlieren will. Mario's lost one of his nose.
Sie haben es nicht sehen können, aber Lauda ist jetzt zunächst an Lammers vorbeigegangen, muss jetzt nur noch Patrick Tambay überholen und dann ist er wieder unmittelbar hinter Andretti. Durch diese Überrundungen hat Andretti bereits 2 Sekunden Rückstand verloren. Möglicherweise ist Andretti sogar mit einem der zu überrundeten, entweder Tambay oder Lammers, zusammengekracht, denn eine Beobachtung von der Tribüne hier zeigt, dass Mario Andretti einen seiner vorderen Frontspoiler verbogen hat. Vielleicht bekommen wir das einmal genau ins Bild. Mittlerweile hat Andretti den rechten Frontspoiler nicht nur verbogen, sondern sogar verloren. Das heißt, dass der Lotus 80 ab jetzt vor allem in den Linkskurven sehr schlecht auf der Straße liegen müsste. In jenen Kurven, in denen der Schwerpunkt auf dem rechten Vorderrad liegt. Und diese Spoiler sollen ja zusätzlichen Anpressdruck geben. 41. Runde bereits. Immer noch Depailler, Reutemann, Scheckter, Andretti, Lauda, Jarier, Pironi, Villeneuve. An der 9. Stelle jetzt Jochen Maas und 10. ist Arnoux. Maas hat also den Franzosen mit dem Renault Turbo überholt. Niki Lauda im Brabham Alpha Start Nummer 5 in der Startkurve. Reutemann hat jetzt 5 Sekunden Vorsprung auf Andretti. Der Vorsprung von Patrick Depailler auf Reutemann hat sich jetzt bei knapp 17 Sekunden eingependelt. In der 43. Runde auf der Gegengeraden hat es Niki Lauda geschafft, Mario Andretti zu überholen. Ein Grund möglicherweise, dass der Lotus jetzt ein bisschen schlecht auf der Straße liegt, nachdem er beim Überrunden von Tambay und von Lammers rechts vorne den Frontflipper verloren hat. Niki Lauda also jetzt an 4. Stelle im Grand Prix von Spanien. Kontrollieren wir das gleich bei der nächsten Start-Ziel, Vorbeifahrt, 44. Runde, Depailler ist durch. Nein, die Kamera geht leider mit ihm mit. In den Boxen zum zweiten Mal der Deutsche Hans-Joachim Stuck. Reifenwechsel links hinten hat das wohl heißen sollen. So, Reutemann
der zweite Scheckter, der dritte und hier Niki Lauda, der vierte und die Kamera leider zurückgeschwenkt auf den führenden Franzosen Patrick Depailler auf Ligier. Lauda also vierter, Andretti fünfter, Jarier sechster, Pironi siebenter, Villeneuve achter, Maas neunter, Arnoux zehnter. 44. Runde, 31 Runden noch zu fahren in Madrid-Jarama. Immer noch Stuck mit seinem Rennleiter ist verbunden gewesen durch ein Funksprechgerät, das vom Mechaniker oder vom Rennleiter oder vom Teammanager bei jedem Boxenstopp an das Auto angeschlossen werden kann. Das ist ein System, zu dem bereits alle Teams in der Formel 1 übergegangen sind. Stuck wieder auf der Strecke, wird von Patrick Depailler gleich ein weiteres Mal überrundet. Reutemann, Scheckter und Lauda schon mit deutlichem Vorsprung vor Mario Andretti. Patrick Depailler hat in seiner Laufbahn erst einen Grand Prix gewonnen, das war Monte Carlo im vorigen Jahr. 5 Jahre lang ist Depailler auf Tyrrell gestartet und hat diese 5 Jahre mit einem Sieg im klassischen Grand Prix von Monte Carlo gekrönt. Allerdings Depailler hat 75 Grand Prix Starts gebraucht, um endlich einmal ein Rennen zu gewinnen. Heute fährt er bereits seinen 85. Grand Prix. Dienstältester übrigens Clay Regazzoni, der heute seinen 120. Grand Prix gefahren ist, weil er mittlerweile an den Boxen aufgegeben hat. Schnellste Runde Alan Jones 1:18:33. Schnitt 156,490 Kilometer pro Stunde. Das ist klarerweise neuer Rundenrekord, die alte Marke Andretti 1:20:06. Alan Jones jetzt 1:18:33, 500 schneller als Lafitte, der vor seinem Ausscheiden hier in Jarama 9 Runden Rekord aufgestellt hat. Merken wir uns die 44. Runde, in der Niki Lauda Weltmeister Mario Andretti überholt hat. Das ist zuletzt passiert in Andersdorf beim Grand Prix von Schweden im vergangenen Juni beim berühmten Sieg des Staubsaugerbrennens. Andretti wurde damals gefragt nach dem Rennen, ob er je das Gefühl gehabt hat in seiner ganzen langen Karriere, dass ihn ein anderer mit gleichem Material oder mit ebenbürtigem Material fair und überzeugend geschlagen hat. Und Mario Andretti hat darauf ausweichend gesagt, darauf möchte ich keine Antwort geben. Die Zeitnehmung misst immer noch den Rückstand von Andretti, der jetzt Fünfter ist, 8 Sekunden hinter Reutemann, dem Zweiten, und fast 27 Sekunden hinter dem führenden Depailler. Allerdings der Rückstand Reutemanns ist um 1,5 Sekunden größer geworden, 18,12 Sekunden.
Inzwischen hat Depailler auch Riccardo Patrese auf Eros überrundet. Der Weltmeisterschaftsführende Gilles Villeneuve liegt an 8. Stelle, also momentan außerhalb der Punkteränge. Der Weltmeisterschaftszweite Laffite ist ausgeschieden. Und wenn es beim derzeitigen Stand des Rennens bleiben sollte, dann hätten wir in einer knappen halben Stunde einen geradezu sensationellen Weltmeisterschaftszwischenstand, denn dann wären die ersten 5 Fahrer nur durch 3 Punkte getrennt. Wenn es bei diesem Stand des Rennens bleiben sollte, Depailler vor Reutemann, Scheckter, Lauda, Andretti und Jarier, dann würde das bedeuten, je 20 Punkte für Depailler und Villeneuve, diese Möglichkeit habe ich Ihnen schon vor dem Start gesagt, dann je 18 Punkte für Reutemann und Laffite und 17 Punkte für Jody Scheckter. Eine dramatischere Ausgangsposition für die nächsten Weltmeisterschaftsläufe in Europa könnte man sich also kaum denken. Andretti hält noch seinen 5. Platz vor Jarier. Depailler, Reutemann, Scheckter, Lauda, Andretti, Jarier. Zwei Drittel der Distanz absolviert, 25 Runden fehlen noch in Madrid-Jarama. Depailler wird De Angelis ein zweites Mal überrunden, der Shadow mit der Startnummer 18. Sieht man noch das alte Modell, der DN9B, der schwerste Grand Prix-Wagen derzeit, hat nicht weniger als 65 Kilo Übergewicht, Gewichtslimit, das wissen Sie, 575 Kilo. Im Bild wieder einmal Jody Scheckter. Depailler an De Angelis vorbei und im Bild haben Sie gleich den Vergleich, wie plump eigentlich der alte Shadow gemessen am Ligier aussieht. 20,20 der Vorsprung Depaillers auf Reutemann. Und weitere 2 Sekunden zurück Jody Scheckter, der dritte. Depailler, De Angelis. ,83. Das heißt immer noch gute 2,5 Sekunden zwischen Reutemann und Scheckter. Dahinter Niki Lauda 4., Mario Andretti 5., Jean-Pierre Jarier 6. Der überrundete Hector Rebaque. Und Heckansicht von Niki Laudas Brabham Alpha BT48.
Hoffentlich kann Niki Lauda seine negative Quote im Brabham-Team bald korrigieren. Moment, jetzt hat er einen Gegner überrundet, und zwar, glaube ich, war es Fittipaldi. Fast 3 Sekunden der Rückstand von Scheckter auf Reutemann. Scheckter offensichtlich in Schwierigkeiten. Niki Lauda kommt ihm immer näher. Ich habe von der negativen Brabham-Serie Niki Laudas gesprochen. Bis jetzt für Brabham insgesamt 20 Mal gestartet in Grand Prix Weltmeisterschaftsläufen, davon 12 Mal ausgeschieden, davon 3 Mal heuer und 8 Mal im Ziel, davon 2 Mal als Sieger. Heuer gab es den 6. Platz in Kyalami, Südafrika. Einen Motorschaden, und zwar kein Benzindruck in Buenos Aires, dann einen Getriebeschaden in Brasilien und die Kollision mit Tambay zuletzt in Long Beach. Und jetzt haben Sie gesehen, Niki Lauda nur noch wenige Meter hinter dem Südafrikaner Jody Scheckter auf Ferrari. De Angelis auf Shadow, offensichtlich ein Motorschaden. Der junge Italiener war heuer schon 2-mal 7. in Grand Prix, lag zuletzt an 16. Stelle. Ein Newcomer in der Formel 1. Bei dieser Szene kriegen wir immer Gänsehaut, wenn Leute die Piste überqueren. Sie wissen, was vor 2 Jahren in Kyalami passiert ist, als Streckenposten die Piste überquerten. Reutemann, Fittipaldi, Rebacke, Scheckter und schon hinter ihm Niki Lauda. Überrundete Fahrer, also zwischen Reutemann und Scheckter, aber direkt hinter Jody Scheckter ist Niki Lauda. 55. Runde, 20 Runden noch zu fahren. Reutemann, Fittipaldi, Rebacke, Scheckter und Lauda. Völlig unbeeindruckt von diesem Geschehen, ungefähr 20 Sekunden hinter ihm Patrick Depailler. In den Boxen Alan Jones, zum 2. Mal bereits. Jones steigt aus, das heißt, dass beide Williams-Autos damit ausgefallen sind. Nach Regazzoni jetzt auch Alan Jones. Schade, Regazzoni zum Beispiel lag an 7. Stelle und gerade er ist heute ganz hervorragend gefahren, und Alan Jones hat nach seinem Boxenstopp auch schon etwas aufgeholt und lag an 17. Stelle. Reutemann ist 2.
Dahinter das Duell der beiden Südamerikaner Fittipaldi und Rebacke. Brasilien gegen Mexiko um den 12. und 13. Platz und vor allem aber dann der Zweikampf Scheckter gegen Lauda um Platz 3. Reutemann, dann immer noch Fittipaldi, Rebacke und Lauda hat versucht, auf einmal beide Autos zu überholen. Aus dem Windschatten heraus hat Lauda innen versucht, an beiden, sowohl an Fittipaldi als auch an Rebacke, vorbeizugehen. Leider haben wir nicht gesehen, was daraus geworden ist. 2081 der Vorsprung von Depailler. 9 Zehntel mehr als vorige Runde und der Rückstand von Scheckter ist um 1,8 Sekunden größer als eine Runde zuvor. Fittipaldi, Rebacke, Scheckter und Lauda. Vielleicht klappt es beim nächsten Versuch. Und vermutlich bezieht Niki Lauda jetzt wieder die beiden Überrundeten Fittipaldi und Rebacke in seine Überholtaktik ein. »58. Runde. Was Sie nicht sehen können, Gilles Villeneuve momentan in den Boxen, Reifenwechsel am Ferrari und zwar alle 4 Reifen. Villeneuve, der Weltmeisterschaft Führende, lag zuletzt an der 8. Stelle. Das könnte bedeuten, dass auch Jody Scheckter nicht mehr sehr lange mit diesem Satz Reifen fahren wird. Neue Situation hier, Rebacke ist überholt worden, Fittipaldi, Scheckter und Lauda. Momentan also nur 2 Gegner für Lauda, der überrundete Fittipaldi, unmittelbar vor ihm Jody Scheckter. So, Achtung, wir sind in der 59. Runde, Fittipaldi, Scheckter, Lauda. Und sowohl Scheckter als auch Lauda sind jetzt an Fittipaldi vorbeigegangen. Kein Auto also jetzt zwischen Reutemann und Scheckter und Lauda mehr. Rebacke und Fittipaldi wurden bereits überrundet. Allerdings Andretti ist wieder etwas näher an Niki Lauda herangekommen. 5 Runden lang wurden Scheckter und Lauda jetzt von den beiden Nachzüglern Fittipaldi und Rebacke aufgehalten. Das wirkt sich natürlich auch bei den Zwischenstoppungen aus. Patrick Depailler macht beim Überrunden keine Fehler. Und die nächste Sensation in dieser 60. Runde, Niki Lauda Dritter. Lauda hat auf der Start-Zielgeraden Jody Scheckter überholt, damit die Neureihung im Grand Prix von Spanien 15 Runden vor Schluss. Erster Patrick Depailler auf Ligier, zweiter Carlos Reutemann auf Lotus, dritter Niki Lauda auf Brabham Alpha, vierter Jody Scheckter auf Ferrari, fünfter Mario Andretti auf Lotus, sechster und siebenter unverändert die beiden Tyrrells,
6. Jean-Pierre Jarier, 7. Didier Pironi. 8. ist dann Jochen Maas, 9. René Arnoux und 10. nach seinem Boxenstopp zum Reifenwechsel der Ferrari-Fahrer Gilles Villeneuve. Niki Lauda vor dem Start über sein Ziel in Madrid-Jarama befragt. Ich möchte endlich wieder einmal aufs Stockerl, aufs Siegerfoto der ersten 3 kommen. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Zuletzt in Monza. Sieg für Lauda damals, 3. war er auf der Straße, aber die beiden, die vor ihm das Ziel erreichten, Andretti und Villeneuve, bekamen wegen Frühstarts je eine Strafminute aufgebrummt. Ganz kurz haben die jetzt erkannt, dass Niki Lauda vor Scheckter und vor Andretti an 3. Stelle liegt. Dahinter die beiden Tyrrells, Jarier, Pironi. Die spanische Regie lässt den führenden Patrick Depailler kaum aus den Augen. Runden vor Schluss, wie gesagt, Depailler, Reutemann, Lauda, Scheckter, Andretti und Jarier. Alan Jones hat den Rundenrekord weitergedrückt auf 1,18 genau, bis er dann ausgeschieden ist. Zweimal Jones, einmal Lafitte bei den Runden schnellsten. Der führende Depailler hat in die Jagd nach dem Rundenrekord heute in Jarama eigentlich nie eingegriffen. Carlos Reutemanns Entscheidung, hier noch mit dem alten Lotus 79 zu fahren, erweist sich bis jetzt als 100%ig richtig und Niki Laudas Reifenwahl hat bis jetzt auch großartig gestimmt. Niki Lauda in der Box. Ja, darf das wahr sein? In der 63. Runde, 12 Runden vor Schluss, Niki Lauda in der Box. Das schaut nicht nach einem schnellen Reifenwechsel aus. Niki Lauda ausgestiegen und es deutet leider darauf hin, dass die großartige Fahrt des Österreichers im heutigen Grand Prix von Spanien zu Ende ist. Lauda ist hineingegangen in die Box. Hervorragende Leistung des Österreichers bis zur 63. Runde. Ein 3. Platz in Jarama und dann der Ausfall. Die Breppe-Box von Menschen umlagert. Ja, es hat nicht sollen sein. Immer wieder hat Niki Lauda im spanischen Grand Prix ein wechselvolles Schicksal erlebt. Ich darf es Ihnen ganz kurz rekapitulieren. Oder warten wir vielleicht ein bisschen, vielleicht kann man aufgrund dieser Bilder irgendeinen Defekt am Brephem Alpha erkennen.
Zuschauer in Österreich, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir Funkverkehr mit der Brabham-Box bekommen. Im Bild Gilles Villeneuve und Patrick Depailler. Villeneuve ist jetzt wieder auf den 8. Platz vorgekommen durch den Aus von Niki Lauda in der 63. Runde. Ja, jetzt ist Villeneuve wieder am Depailler vorbeigefahren, hat sich sozusagen zurückgerundet. Ja, ein wechselvolles Schicksal ist Niki Laudas im spanischen Grand Prix. 1972 hier gerade noch qualifiziert in der letzten Startreihe. 1974 sein erster Grand Prix-Sieg hier in Madrid-Jarama in einem Rennen, das im Regen gestartet wurde. Ronnie Peterson hat die ersten 12 Runden geführt. Lauda hat allerdings bereits die Führung erkämpft gehabt, bevor er zum Reifenwechsel an die Boxen kam. 1975 in Barcelona dann die Kollision kurz nach dem Start unverschuldet mit Andretti und Regazzoni. Andretti hat ihn damals von hinten gerammt, Regazzoni hat ihn dann noch seitlich torpediert. 1976 fuhr Lauda trotz Rittenbruch hier in Madrid-Jarama, wurde Zweiter, dann als Sieger gefeiert, weil James Hunt, wie gesagt, vorläufig disqualifiziert wurde. Dann hat Hunt den Sieg zurückbekommen und Lauda war Zweiter. Das war noch nicht alles. 1977 hat Niki Lauda hier im Training die zweitbeste Zeit gefahren hinter Mario Andretti und konnte dann zum Rennen nicht antreten, weil er sich im Aufwärmtraining eine Rippe neuerlich gebrochen hat. Und aller Einsatz, nicht einmal der von Willi Dunkel, hat damals geholfen. Lauda musste vor dem Rennen noch abfliegen. Voriges Jahr gab es für Niki Lauda hier in Madrid-Jarama einen Motorschaden. Und zwar lag der Österreicher damals einen Platz schlechter als heute, nämlich an 4. Stelle. Zu Hause natürlich alle warten, ist der Grund für den Ausfall Niki Laudas. Wenn wir richtig verstanden haben, die Funkberichte aus der Brabham Alpha Box, dann hat Niki Laudas Kühlwasser überhitzt. Er hat gesagt, Reifen keine Probleme, Motor perfekt, aber leider zu heiß, also kein Wasser. Entweder das Kühlwasser überhitzt oder vielleicht ist Kühlwasser ausgeronnen und Niki Lauda hat dadurch Wasser verloren. Das ist etwas, das immer wieder passieren kann. Wenn ein Vordermann einen Stein aufwirbelt, dann kann es passieren, dass ein Kühler zerschlagen wird. Was es genau war, hoffe ich Ihnen noch im Lauf dieser Übertragung sagen zu können. Mittlerweile ein dramatischer Kampf um den 3. Platz nach dem Ausfall Laudas zwischen Scheckter und Mario Andretti. Andretti hat jetzt Scheckter überholt, damit liegt der Weltmeister an 3. Stelle. Scheckter ist 4. Noch einmal die ersten 6 nach 67 Runden, das ist 8 Runden vor Schluss. 1. Depailler auf Ligier, 2. Reutemann auf Lotus, 3. Andretti auf Lotus, 4. Scheckter auf Ferrari, 5. und 6. die beiden Tyrrell. Zuerst Jarier und dann Pironi. Im Bild Reutemann, der Zweite. Patrick Tambay im McLaren Nummer 8. Aus dem Zweikampf um den 3. Platz wird noch ein Dreikampf, denn Jarier hat den Anschluss an Andretti und Scheckter hergestellt.
Das wird sich ein bisschen an den Vierkampf von Long Beach erinnern, der um die Plätze 3, 4, 5 und 6 ausgefochten wurde und den damals Alan Jones gewonnen hat. Alan Jones, der heute Rundenrekord in Madrid-Jarama gefahren hat, zweimal sogar, und dann ausgeschieden ist. Carlos Reutemann, der voriges Jahr in Madrid-Jarama einen schweren Unfall gehabt hat, weil an seinem Ferrari damals die Hinterachse gebrochen ist, ein ganz seltener Defekt bei Ferrari. Die Italiener haben auch sofort gesagt, ein Fahrfehler von Reutemann. Und erst nach einer Stunde hat man Reutemann, der damals im Spital gelegen ist, zur Beobachtung gesagt, es war eine Halbachse, die gebrochen ist, wie wir jetzt herausgefunden haben. Aber bitte sag niemandem davon etwas. Das waren die Methoden, die bei Ferrari hier und da passiert sind. Hier sehen Sie ganz deutlich, wie groß der Vorsprung Patrick Depaillés bereits geworden ist. Die Positionen scheinen bezogen. Reutemann auf Lotus sicherer Zweiter. Und das ist der Dreikampf Andretti, Scheckter, Charrier. Im Bild Scheckter und jetzt wieder Depaillés. Der deutsche Jochen Maas auf Eros. Und jetzt der Dreikampf Andretti, Scheckter, Charrier. Dritter, Vierter und Fünfter. Depaillés, Reutemann, Andretti, Scheckter, Charrier und Pieroni. Scheckter hat in die Rundenrekordjagd eingegriffen. 1:16:66 für Jody Scheckter. Ich gebe Ihnen diese Marke allerdings nur mit Vorsicht weiter, denn das würde bedeuten, dass Scheckter um 1,5 Sekunden schneller war als Alan Jones, und Scheckter hat gerade in der letzten Phase des Rennens nicht den Eindruck gemacht, als wäre er besonders schnell gewesen. An 7. Stelle Gilles Villeneuve, der Weltmeisterschaftsführende, und wenn er heute ohne Punkte bleibt, dann hat Patrick Depaillés mit der Startnummer 25 den Franco-Kanadier an der Spitze der Weltmeisterschaft eingeholt. Je 20 Punkte. Die Formel 1 Euphorie in Frankreich wird dadurch weitergehen. Man spricht ja heuer schon längst von der Formel France für die Formel 1, und spätestens seit den Siegen von Jacques Laffite in Südamerika heißt das Motto, der Weltmeister 1979 spricht Französisch. Allerdings, das ist auch die Muttersprache von Gilles Villeneuve.
noch zu fahren in Madrid-Jarama um den großen Preis von Spanien. 5. Weltmeisterschaftslauf in diesem Jahr. Seit dem Start führt der Franzose Patrick Depailler auf Ligier. Und man muss fairerweise dazu sagen, er hat auch schon geführt, als sein bis jetzt als schneller geltende Teamkollege Jacques Laffite im Rennen war. 22,99 Sekunden der Vorsprung und Depailler auf Reutemann. Und weitere 7,5 Sekunden zurück liegt Mario Andretti an 3. Stelle. 4. Scheckter auf Ferrari, der das Rennen bis jetzt ohne Reifenwechsel, Boxenstopp durchfahren konnte, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Villeneuve. Und an der 5. und 6. Stelle die beiden Tyrrells, Jarier und Pironi. 7. Villeneuve, 8. Maas, 9. Arnoux, 10. Padrese, 11. Fittipaldi, 12. Lammers und als 13. Patrick Tambay auf McLaren in die Box gekommen. Die Prep-Box ist bereits geräumt. Niki Lauda an 3. Stelle liegend ausgeschieden in der 63. von 75 Runden, 12 Runden vor Schluss also. Und Nelson Piquet, ich glaube in der 8. Runde, schon ausgefallen. Dabei hat so lange heute von einem Aufschwung bei Brabham ausgeschaut. Ein Aufschwung, der sich schon im Race of Champions in Brands Hatch anzukündigen schien. Nelson Piquet war dort Zweiter. Niki Lauda hat geführt, musste zweimal die Reifen wechseln und wurde trotzdem noch Vierter. Zuletzt hat Niki Lauda beim Testen sogar den inoffiziellen Rundenrekord auf dem kleinen Kurs von Brands Hatch gebrochen. Nelson Piquet ist dann mit weicheren Reifen noch schneller gewesen. Vorne ganz überlegen Patrick Depailler, an sicherer 2. Stelle Carlos Reutemann. Um den 3. Platz kämpfen sicherlich bis zur Zielflagge Mario Andretti, Jody Scheckter und Jean-Pierre Jarier. Bei Ligier hat man auf die Probleme von Long Beach in Kalifornien sehr schnell reagiert. Man hat das Bremssystem total überarbeitet. Die Bremsen waren es ja, die die beiden Fahrer in Schwierigkeiten gebracht haben beim Grand Prix von Amerika. Heute offensichtlich kein Problem für Patrick Depailler. Der 34-jährige Franzose aus Clermont-Ferrand, ein ehemaliger Motorrad-Champion, der 5 Jahre lang für Tyrrell Formel 1 fuhr, der heuer für sehr viel Geld von Ligier eingekauft wurde, ist drauf und dran, seinen ersten Grand Prix für sein neues Team zu gewinnen. Sieg für Patrick Depailler im Grand Prix von Spanien. Ein triumphaler Empfang von Seiten der Ligier-Mechaniker. Beide Hände vom Lenkrad genommen. Patrick Depailler sein 2. Grand Prix-Sieg. Voriges Jahr Monte Carlo für Tyrrell und heute Spanien für Ligier. Ein großer Tag für Depailler, der jetzt Zweiter oder gemeinsam mit Villeneuve Erster in der Weltmeisterschaftswertung ist. 2. Reutemann, 3. Andretti, 4. Scheckter, 5. Jarier. Das ist der Einlauf um die weiteren Plätze. Im Bild Jarier. Und das ist noch einmal der jubelnde Franzose Patrick Depailler. Ein Fahrer, der für seinen präzisen Fahrstil bekannt ist, der gerade auf engen, winkeligen Kursen Extraklasse darstellt. Das hat er schon in Monte Carlo bewiesen. Und
damit gibt Depailler indirekt seinem Teamchef Guy Ligier und seinem Rennleiter Gérard Ducarouche recht, die beide behauptet haben, es gibt bei uns keine Stallorder. Erst dann, wenn die Weltmeisterschaft kurz vor der Entscheidung steht, wenn nur einer der beiden Piloten Chancen hat, Weltmeister zu werden, dann wird der andere angehalten werden, für ihn zu fahren. Aber vorher nicht. Vorher haben beide, Laffite und Depailler, grünes Licht zum Gewinnen. Momentan 20 Punkte Depailler und 18 Punkte Laffite. Endergebnis im Grand Prix von Spanien nach 75 Runden, Weltmeisterschaftslauf Nummer 5 in diesem Jahr. Erster Patrick Depailler, Frankreich, auf Ligier Ford. Zweiter Carlos Reutemann, Argentinien, mit dem alten Lotus 79 Ford. Dritter Weltmeister Mario Andretti, trotz seines havarierten Lotus 80 Ford. Vierter ist Jody Scheckter, Südafrika, Ferrari, der erste 12-Zylinderwagen im Ziel. Niki Lauda wäre es gewesen, wäre nicht der Ausfall an dritter Stelle liegend in der 63. Runde passiert. Fünfter und sechster die beiden Tyrrells, fünfter Charrier, Frankreich, sechster Pironi, Frankreich, unter den ersten 6, also 3 französische Fahrer. Siebenter nach einem Boxenstopp zum Reifenwechsel Gilles Villeneuve auf Ferrari, der Weltmeisterschaftsführende, der heute wie gesagt von Depailler eingeholt wurde. Achter der deutsche Jochen Maas auf Eros. Neunter der Franzose René Arnoux, Formel 2 Europameister, mit dem Renault Turbo, dem alten Wagen, denn mit dem neuen Modell hatte Jean-Pierre Jabouille einen Motorschaden etwa bei halber Distanz. 10. Riccardo Patrese auf Eros, 11. Emerson Fittipaldi, der zweifache Sieger im Spanien Grand Prix, und hier bereits die ersten Siegerinterviews mit dem Franzosen Patrick Depailler. Seine Formel-1-Karriere war im Jahr 1973 praktisch beendet. Ken Tyrrell hat ihm damals einen Einsatz mit dem dritten Auto zugesagt. Dann hatte Depailler einen sehr schweren Motorradunfall, der ihn für Wochen ans Krankenlager gefesselt hat, und die Verantwortlichen haben damals gesagt, was auch immer mit dir passiert, wir haben keine Lust mehr, mit dir einen Formel-1-Vertrag zu machen. Für uns bist du erledigt. Es war ein Glück, dass man dieses Urteil revidiert hat. Im Bild Mario Andretti mit dem neuen Lotus 80, der sein Premierenrennen, und hier sehen Sie auch den